Guten Morgen! Oh Gott, schreist du die Zuschauer an und herzlich willkommen auf dem besten Kanal hier auf YouTube. Ich war angespannt. Wenn es um Musik geht, ja, es ist jedes Mal ein Wettrennen, wer hier als erster Guten Morgen sagt, und ich bin definitiv am Drücker. Ja, deswegen auch ein Vorteil und auch immer Aber wieder manchmal kriege ich trotzdem. der Sieger, weil ich dich vielleicht gewinnen lasse. Nee, glaube ich nicht. Wir können es ja gerade nochmal testen. 3, 2... Guten Morgen! Und herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Kanal, hier auf YouTube, wenn es um Musik geht. Vielen Dank, dass ihr wieder einmal eingeschaltet habt. Leute, ihr spammt mich die Tage zu. What? 17 hat eine neue Nummer rausgebracht und ich bin natürlich hier direkt am Start, damit die neue Nummer heißt. 4. Können wir das lesen? Ja. Was heißt das? Was war das nochmal? D. Dog. 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 4. Cool, okay, hören wir mal rein. 넌 내 기억을 지워야 돼 I'm poison I know I can't take it no more Da ist sie wieder. Shein. Ich habe denen eine Mail geschrieben, die haben mir nicht geantwortet. Was hast du denn geschrieben? Oh, einen längeren Text. Ja, dass sie bitte auf dieser IP keine Werbung mehr schalten sollen oder eine Partnerschaft mit uns anfangen. Danke. Spamt die mal alle zu bei Insta und so. Ja, spamt ihm auf Insta. Hat letztens schon einer unter dem Bild von denen geschrieben, dass die mich in Ruhe lassen sollen. Boah, ja, mach das mal. Fand ich sehr geil. Entweder in Sollen Ruhe ihre lassen Werbung wegnehmen oder oder ein Partnership. sponsoren. Weil ich mache hier jedes Mal kostenlos Werbung für die und geht gar nicht, Alter. Und einen Adblocker will ich natürlich fairnesshalber auch nicht benutzen, aber ja. Da ist noch eine Stimme dahinter. Ja. Wie Das klingt ist- das so? Das ist seine Hauptstimme auf jeden Fall erstmal, Ja. die so sehr geflüstert und ruhig ist. Das ist ein mega schöner Shot. Ja. Krank. Okay. Und dann zusätzlich aber, ich glaube, wahrscheinlich auch nochmal tatsächlich seine eigene Stimme, die dann eben wieder mit diesem typischen tiefer gesetzten, weißt du? Oh ja, so runtergepitcht. Genau, runtergepitcht die Stimme. Gar nicht mal so breit, also im Stereo, aber so ein bisschen enger schon, aber man nimmt das halt dann trotzdem wahr. Ne, also die Doppelungen sind nicht hart rechts und hart links, sondern knapp neben der Hauptstimme zu hören und dadurch hat das dann nochmal einen ganz anderen Effekt irgendwie. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Yeah yeah 나는 위험해 너무 지독해 나 자신보다 날카로운 진실이 중요해 Got to get away can't hesitate anymore Everything turns gray 난 내 화상 도련해도 많고 깊어져가기 전에 Got to get away 겁이 난 깨지 못해 또 거짓말해 내 기억만 잠을 들었어 Please babe 넌 내게서 물러서 해 Someone tell me what should I do 넌 내 기억을 지워야 돼 I'm poison Was passt dir nicht? Was stimmt nicht? Das Ist Mono? es ist nicht Mono, aber es ist irgendwie Komprimiert? ja, es ist auch wegen der Komprimierung. Ich weiß ganz genau, dass es sicherlich nur hier unter dem Video so scheiße klingt und dass wieder niemandem aufgefallen ist oder auffällt. Ist er nicht hier? Mach mal nur 17. Ich suche gerade. Ich zeige euch das mal mit, was ich auf dem anderen Bildschirm hier treibe. Der ist nicht auf Spotify. What? Sonst versuch mal, den koreanischen Titel zu kopieren und bei Spotify einzusetzen. 4, hier ist er. 넌 내 기억을 지워야 돼 I'm poison I know Boah, mal abgesehen davon, dass es viel, viel lauter ist. Wahnsinn. Ich muss mal gerade die Kopfhörer wieder leiser machen. Achtung. can't take it no more 영원한 건 절대 없단 걸 알면서도 끊을 수도 없어
Tell me what you want. 너에게 내어주고 싶던 마음이 날 오히려 더 사랑하고 있어. Yeah, yeah. Gut, klingt schon krasser auf Spotify. Ja. Ist viel, viel leiser hier. Geil. Das Bild ist der Hammer und dann so aus der Hook rauszukommen, dass auf einmal alles so super still ist und dann wieder dieses geflüsterte Reinsingen, super geil. Geil. Hast du gesehen, wie auf einmal die Balken reingekommen sind? Jo, was ist denn hier videografisch? Und sein Blick, das ist geil, weil sein Blick wird so klar und dann kommen die Balken so rein, dann fokussiert sich das so. Ja, weil er vorher da was wegzieht, ne, aus dem Bild. Den Stab. Genau, da ist wieder Low-Pitch-Ding weiß drunter. Genau, da ist wieder eine Low-Pitch-Stimme von ihm wahrscheinlich auch wieder. Also es kann natürlich sein, dass es jemand anderes gemacht hat, aber meistens nimmt man da von demselben dann die Stimme und pitcht die eben runter eine Oktave. Kommt auch sehr, sehr geil natürlich hier im Rapper. Ist aber tatsächlich dann nur Mono, also nur eine Stimme, die dann zentral auch gemischt ist und direkt unter seiner Main-Vocal-Stimme liegt, aber einfach ein bisschen leiser dann auch gemischt ist und dann die Höhen wahrscheinlich rausgenommen. Ne, und hier dann an den Stellen hier wieder schön mit den Doppelungen, also dass man dann unisono im selben Ton rechts und links die Doppelungen drin hat, aber auch Harmonien, die eben diesen eine Melodie, den einen Ton dann nochmal unterlegen und unterstützen sehr, sehr stark hier. Gerade in diesem Pre-Chorus-Part. Geil. Geile Melodie auch. Und Chinga, siehst du? Also, du musst du laut. Oh, shit. Ah! Nein! Schon wieder Werbung hier kostenlos für andere gemacht. Und schon wieder, jawohl, vielen, vielen Dank. So, auf jeden Fall sehr, sehr starke, sehr geile Nummer. Also, richtig geil. Wir haben letzte Woche ja schon 17 mit Getting Closer gehabt. Das war auch so gut. Aber es ist auch das Video ist ja auch so faszinierend. Das ist ja richtig, richtig, richtig schön. Ich glaube, das war letzte Woche bei dem Song von denen auch schon so, auch mit so viel Detail und Stimmenarbeit in dem Song. Das ist echt krass. Das sowieso, also hier auch. Was ich halt wieder super schade finde, ist, dass die Qualität des Sounds auf YouTube einfach nicht zu vergleichen ist mit dem, wie die es letztendlich produziert haben und wie man es dann zum Beispiel auf Spotify, welcher auch nur ein Streamingdienst ist, aber da ist die Qualität trotzdem viel, viel besser als hier auf YouTube. Schade, weil wenn man den Sound von Spotify hätte, aber dann das Musikvideo dazu, Abriss. Also dann Ultra-Abriss. Das ist auf jeden Fall schon direkt was ganz anderes. Ja. Guck mal, jetzt so leise hört man auch die
beide Stimmen sehr, sehr gut. Also die Harmonie. Genau. Also man merkt, manchmal ist es sogar besser, die Musik eben nicht so laut zu hören, um Dinge besser rausfiltern zu können und für sich eben zu hören. Sehr stark. Ich finde die Melodie, also die Gesangsmelodie der Hook, mega. Mega eingängig auch. Mega schön. Genau, das hat man schon mal auch aus irgendwelchen anderen Songs gehört, die schon. Ähnlich gibt es auch schon. Ja, aber es ist halt Musik. Das ist nicht grenzenlos, leider irgendwo. Gerade wenn man Mainstream bzw. Popmusik, populäre Musik im Sinne von beliebter Musik machen möchte, gibt es da eben Grenzen. Schönes Ding. Fantastisch. Also ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Und ansonsten schaut auch gerne mal bei Dana vorbei. Sie hat auch einen YouTube-Kanal, wo sie den Bereich Fashion und Beauty abgreift, aber leider nicht diese Kopfhörer verkauft, so gut wie ich. Die sind mega gut und ultra bequem. Ich muss jedes Mal sagen, wie bequem die sind, weil die so bequem sind. Mir fallen gar nicht auf, dass ich die aufhab. Und mir tun die Ohren gar nicht weh. Und ich kann die ganze Zeit auflassen, ohne Probleme. Außerdem, was mich interessieren würde, jetzt an die Zuschauer, die dieses Video gucken, wenn sie das mit ihren Kopfhörern oder ihre Abhörer, ob das jetzt Handy oder Laptop, also wo ihr normalerweise dann eben Musik hört, macht da mal den Vergleich zwischen diesem Musikvideo und dann auf, weiß ich nicht, wenn ihr die CD vielleicht habt oder eben auf einer Streaming-Plattform wie zum Beispiel Spotify oder Amazon Music gibt es ja auch. Unten haben wir übrigens auch einen guten Link, da sind jetzt gerade, glaube ich... Oh, da war 6 Monate kostenlos testen für Studenten. 6 Monate für Studenten kostenlos testen, könnt ihr ja auch mal ausprobieren. Auf jeden Fall vergleicht das mal, ja, also wenn ihr noch kein Streaming habt, dann könnt ihr unten, wie gesagt, bei Amazon Music mal vorbeischauen, da ist ein Link. Und checkt das mal aus, ob ihr mit euren Kopfhörern oder mit eurer Anlage auch den Unterschied so krass hört. Oder ob das wirklich nur an diesen Kopfhörern liegt, weil die besonders gut auflösen. Ein paar aus der Community haben die Kopfhörer sicher auch schon gekauft. Da würde mich auch interessieren, ob ihr auch den Unterschied auch sehr gut raushören könnt. Aber Vorsicht! Guckt, dass die ungefähr auf derselben Lautstärke sind, ne? Weil jetzt auf Spotify ist das Ding bei mir viel lauter gewesen und dann auf YouTube ein gutes Stück leiser. Das heißt, wenn ihr dann das YouTube-Video euch anguckt und anhört, habt da eben eine Lautstärke, wo ihr denkt, okay, das ist angenehm, und dann macht Spotify an, direkt ein bisschen leiser drehen und dann so gucken, dass es ungefähr dieselbe Lautstärke ist. Und dann sagt mir mal, ob ihr da einen Unterschied schon raushören könnt mittlerweile, wo ihr den ganzen Kanal jetzt schon so lange verfolgt oder nicht. Schreibt es unbedingt in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, ob ihr da auch schon einiges dazugelernt habt. Bei Dana zum Beispiel, die wird hier immer besser, die packt schon immer die ganzen Details hier aus. Ja. Also, dann vielen Dank und ich würde sagen, bis zum nächsten Video und tschüss.